Hey, Action-Fans! Sind Sie bereit für jede Menge Action? Sind die Polizisten in Europa genauso hart wie die in Amerika? Die verrücktesten Verfolgungsjagden erwarten Sie gleich. Lehnen Sie sich zurück und überprüfen Sie Ihren Adrenalinspiegel. Die Action beginnt. Denk schon om. In den frühen Morgenstunden des Mai 2022 fand in Deutschland ein möglicher Bank-ATM-Sprengstoffanschlag statt, woraufhin eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd begann, die in der niederländischen Stadt Lom ein atemberaubendes Ende fand. C4204 spoed. Straalseweg, Velden. Witte Audi A3. Staat kentekenplaat gestolen. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Ja, we rijden over de Straalseweg en Velden voor ons Audi A3. Nachdem die deutsche Polizei das vom Tatort flüchtende Fahrzeug identifiziert hatte, gab sie eine Warnung für die Verdächtigen heraus, die die niederländische Grenze überquerten. Die niederländischen Einsatzkräfte wurden sofort alarmiert und nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs mit hoher Geschwindigkeit auf. Snelheid 80 km/h. Ja, we rijden over de linkse dijk. Graag inrap, of zee, inrap met Limburg. Rijksweg. Ja, dan komt u eerst uit bij Schotterlo. Ja. Dat is 3-5 meter luisteren. Inrap 01 15 verkort, schakel de mobielefoon. Ja, dat is ook. Gaat er vandoor. Is dat in de zuidelijke of noordelijke richting? Ja, dat is voor nu nog in westelijke richting. We gaan dadelijk horen of het links of rechtsaf is. De snelheid loopt op. Der Fahrer gab ruhig Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Straßen. Die niederländische Polizei setzte die Verfolgung vorsichtig fort. Snelheid 100 km/h over provinciale weg. Ja, geef dadelijk even aan als het rechts. Die Polizisten griffen zunächst ein, konnten das Fahrzeug jedoch nicht von der Straße drängen. Voertuig getikt. Richting N271 komen bij Velden erop. Richting N271. Ja, dat is duidelijk. Geef dadelijk even aan of u linksaf of rechtsaf gaat. Oud model RS3. Während Verfolgungsjagden in den USA in der Regel mit Pit-Manövern und Fahrzeugkollisionen enden, werden Polizeieinsätze in Europa mit kontrollierteren und sichereren Methoden durchgeführt. Was ist Ihrer Meinung nach effektiver? Die harte Vorgehensweise nach amerikanischem Vorbild oder die besonnenen Taktiken Europas? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Voertuig gaat richting Wellenlooy, richting Wellenlooy. Voertuig crasht bij de Voort, voertuig crasht bij de Voort. Industrieterrein Lom. Industrieterrein Lom. Voertuig rijdt door, heeft lekke banden, gaat zo meteen rennen vermoed ik. Tankstation Lom, Tankstation Lom. Das Fahrzeug der Verdächtigen verunglückte in Lom und die Insassen versuchten zu Fuß zu fliehen. Nach einer kurzen Suche umzingelten Polizeikräfte die Verdächtigen und gaben Warnschüsse ab. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. 2 Personen wurden am Tatort festgenommen. Ein 19-jähriger Mann aus Utrecht und ein 26-jähriger ohne festen Wohnsitz. Die Polizei setzt ihre Suche nach einem dritten Verdächtigen fort. 3 man.
de voeten vandoor door ze gekleed. Als een actie moet komen, moet dat nu gebeuren. We zitten op een paar 100 meter voorvalligje. We hebben 3 auto-inzichtingen, die kunnen boksen, maar dat moet de rest wel weg. Oké, voertuig gecrashed. Auf der niederländischen Autobahn A27 kam es zu einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit zwischen Polizeibeamten, die einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen folgten. Die Verfolgungsjagd endete auf atemberaubende Weise, als die Polizei das Fahrzeug absichtlich rammte und einen Unfall verursachte. Die von den Einheiten aus Midden-Nederland eingeleitete Verfolgung erreichte mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde ein gefährliches Ausmaß. De A27 over. Ja, 1.4. En wat u denkt dat je richting Tilburg? Je hebt definitief richting Tilburg over. De snelheid over? De snelheid is nu 170 km per uur. Attentie, hij neemt afslag Bavel. Im Gegensatz zu den ATM-Sprengungen mit Fahrzeugen mit deutschem Kennzeichen zog dieses Fahrzeug mit französischem Kennzeichen die Polizeieinheiten lange Zeit hinter sich her. Snelheid nu 70 km per uur bovenop de brug. Als ik voor de Zulu, praten we dan over de Geelse weg of? Ja, dan gaan we terug de snelweg op. Hij pakte de oprit een klein stukje. Um der Polizei zu entkommen, verließen die Verdächtigen die Autobahn an der Ausfahrt Bavel und fuhren kurzzeitig in falscher Richtung auf eine Autobahnauffahrt, wodurch sie den Verkehr gefährdeten. ...57.1 rechts, snelheid 165 km per uur geëikt. Loopt op 180 km per uur, 600 meter voor afrit 14 Ulvenhout. Er zitten 2 Hundegeleiders... Während der Verfolgungsjagd herrschte eine hervorragende Koordination zwischen den Polizeiteams und die Verfolgung wurde an die Einheiten von Zeeland-Westbrabant übergeben. Van het eerste voertuig geldig in. Nou, dan eventueel de posities door kan geven en dat Die Verfolgung erreichte ihren Höhepunkt in der Nähe von Ulvenhout, wo Polizeieinheiten, darunter auch Hundestaffeln, zum Einsatz kamen. Nu op 68.4 zit een noodvallend voertuig die probeert om klem te rijden. Het voertuig zelf rijdt over de vluchtstrook over. Wat is het? Als een actie moet komen, moet dat nu gebeuren. We zitten op een paar 100 meter voorvalligje. We hebben 3 auto-inzichtingen, die kunnen boksen, maar dat moet de rest wel weg. Oké, voertuig gecrashed. Als klar wurde, dass die Verdächtigen nicht anhalten würden, griff ein Polizeifahrzeug aktiv ein, um das verdächtige Fahrzeug zu stoppen und rammte es seitlich, sodass es von der Straße abkam und einen Unfall verursachte. 2 Männer und eine Frau wurden aus dem Unfallfahrzeug geborgen, am Unfallort mit Handschellen gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während Verfolgungsjagden in den USA in der Regel mit PT-Manövern und Fahrzeugkollisionen enden, sind solche harten Interventionen der Polizei in Europa seltener anzutreffen. Dieser Vorfall hat jedoch gezeigt, dass auch die niederländische Polizei entschlossen ist, bei Bedarf amerikanische Taktiken anzuwenden, um Verdächtige zu stoppen. Waarschijnlijk lekkerband. Ja, voertuig crasht.
Eine Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Fahrzeug, die in Deutschland begann, entwickelte sich nach dem Überqueren der niederländischen Grenze in der Region Oostnederland zu einem regelrechten Wahnsinn. Ja, ik heb nog een ene klaarstaan bij 131, dat is die voor of achter? Ja, we gaan met deze snelheid niet inboxen. Nou, met 200 km per uur gaan we niet inboxen, dus die mag aanhaken. Ja, ontvangen Oost-Nederland 2709 Mesel. Ja, meegemaakt, zeker. Ja, we hangen nu aan de lijn met de Duitse collega's. Dit wordt gekoppeld met hun. Ja, we zijn ondertussen bij 132,5, snelheid nog steeds 200 km per uur. Die niederländische Polizei nahm in Abstimmung mit ihren deutschen Kollegen die Verfolgung des Fahrzeugs auf der Autobahn auf. Die Verdächtigen erreichten auf der Autobahn eine unvorstellbare Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde. Nou, dan hebben we afslag Borne West, 600 meter. Snelheid nog een keer. 190. Ja, gaat hij bij Borne, gaat hij eraf, wacht. Ja, gaat hij bij Borne eraf, wacht. Ga je hem omzetten? Ja, ze kan wel. Nee, die moet voor. Möchten Sie auf unserem Kanal eher Verfolgungsjagden der Polizei in den USA oder Verfolgungsjagden in Deutschland und Europa sehen? Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch in einem Kommentar mit. Nou, dan hebben we Hengelo West, 1200 meter. Hengelo West, 1200 meter. 600 meter. Belt hij uit voor Hengelo West, afslag Hengelo West. Definitief genomen. Dit is maar van schaal. Het gaat te hard hoor, dit gaat te hard. Ja. 50 links afslaan, daarna links afslaan, daarna Linksaf, de motorrijder hoor. meter links afslaan, daarna 50 links afslaan. Gelderse straat. Meter Moet je herrie opzetten. Delderse straat. Die Polizeiteams kamen zu dem Schluss, dass es unmöglich war, das Fahrzeug bei dieser Geschwindigkeit mit einer Boxmanöver zu stoppen. Um der Verfolgung zu entkommen, verließen die Verdächtigen die Autobahn an der Ausfahrt Hengelo West und setzten die Verfolgungsjagd im Stadtzentrum fort. Snelheid 120. Verkeersbeeld af. Ja, is rustig. Oude Molenweg. Leijsterstraat. Oude Molenweg. Oude Molenweg. Nee. Oude Molenweg. Ja, 5 meter, maak de bocht naar links, maak de bocht naar links, maak de bocht naar links. Linksaf de Enschedese straat. Ja, 200 meter links afslaan. Hier wurde die Gefahr noch größer. Das verdächtige Fahrzeug beschleunigte auf den Straßen von Hengelo auf bis zu 180 Kilometer pro Stunde. Ja, dan gaan we heel even kijken, want ik heb echt onwijs wat voertuigen erachter rijden. Wat mij betreft mogen er een aantal afhaken die achterin rijden. 2091, de dubbel 55 mag wel even doorrijden, ondergeleiden. De 2502 mag afhaken. Ja, nog steeds Hengeloze straat, snelheid 180. Ja, 100 meter, stelling bereikt. Ja, 180 kilometer. Stelling bereikt. Dat is nog zonder zin. Gaat ie.
Woddelsweg. Overland, richting Laret. Oosterstraat. Oosterstraat, u rijdt parallel aan het spoor in de richting van de Oldenzaal. U bent nu de dichtstbijzijnde. Zet hem op, zet hem op, zet hem op. Als sie wieder auf schmale Straßen kamen, versuchte der Polizeibeamte, sich dem Fahrzeug zu nähern, um Kontakt herzustellen. Dies gelang ihm jedoch zunächst nicht. Blijven houden daar. Oldenzaalstraat. Oldenzaalstraat. Dan gaat u richting het zuiden, Oldenzaalstraat richting de boulevard 1945. 45 tot 10, zakken richting de boulevard. Remt hij. Ja, Mooie bocht. Ja, de mooie bocht in. Remt hij weer. Draai. Ja. Veldstraat. Ja, de Belstraat. Spelbergweg. Spelbergweg. Lekker bezig. Ja, Euro 55, afzakken richting het zuiden, richting de... Vriendstraat. Links naar de kop. Hooglandsingel. Hooglandsingel. Ja, Hooglandsingel opgegaan. Die ruhigen Straßen von Hengelo halten von Polizeisirenen und Motorengeräuschen wider. Der Fahrer missachtete alle Verkehrsregeln, indem er Ampeln, Kreuzungen und Schilder ignorierte. Wie lange würde das noch so weitergehen? Echt door richting het noorden. Ja, hij is hard op de ram. Yes. Oliemolens. Narensingel. Ja. Dat was de laatste locatie. Schouwingstraat. Singel en dan het noorden kruisen met Oldenzaalstraat en dan zonder. Schouwingstraat. Goed op Frans. Goed op Frans. Nog weer Frans. Als die Verfolgungsjagd von der Oldenzaalse Straße in Richtung Boulevard weiterging, verlor die Polizei die Geduld. Die Beamten erkannten, dass sie im Interesse der öffentlichen Sicherheit nicht länger warten konnten und verschärften ihre Taktik. Der Polizeiwagen rammte das verdächtige Fahrzeug aktiv, um es anzuhalten, und zwang es durch erneutes Rammen zum Anhalten. Dank der erfolgreichen Intervention konnte das Fahrzeug gestoppt und die Verdächtigen festgenommen werden. Diese Operation zeigte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der niederländischen Polizei und wie entschlossen und hart die niederländische Polizei gegen die zunehmende Gefahr in der Stadt vorgehen kann.
Zunächst wurde die europäische Taktik Verfolgen und Ermüden angewendet. Doch als die Verdächtigen in der Stadt eine Geschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde erreichten, wechselte die Polizei ohne zu zögern zu einer amerikanischen Ram-Piti-Manöver.